Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich ein ganz besonderes Gusto-Stückerl für euch entworfen und gehäkelt. Dieser tolle Raglanmantel präsentiert sich frech und jugendlich und ist durch seine A-Linie ein perfekter Figurschmeichler. Die liebevollen Details wie die geschwungene Unterkante, die großen Taschen und die Umrandung mit Fransenwolle machen den Mantel zu einem echten Hingucker, der euch viele bewundernde Blicke einbringen wird. Er ist nicht schwierig gemacht und mit Wolle passend zu einer Nadelstärke 5 auch relativ schnell gehäkelt. Ein bisschen Geduld und Ausdauer sowie genaues Arbeiten sind aber schon erforderlich. Ich wünsche euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Für dieses Projekt verwende ich 3 Farben von der Lollipop von Gründel. So ein Knäuel hat 150 Gramm und 240 Meter Lauflänge. Er besteht zu 100% aus Polyacryl und nähere Infos findet ihr auf der Materialseite. Und ich verwende eine Häkelnadel Nummer 5. Ich beginne mit der grau-weißen Wolle. Ich starte mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich steche in die erste Luftmasche ein, hole den Faden durch und masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2. Ich steche in den Querfaden ein, das ist nur ein Faden, hole den Faden durch, masche eine Schlaufe ab und dann die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, eine Schlaufe abmaschen und dann die restlichen 2 in den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Ich mache für die Größe 40-42 eine Kette mit ca. 55 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch hin und wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 6 teilbar ist, plus 4 zusätzliche Maschen für die Zunahmen. Ich schreibe euch auch verwendbare Maschenzahlen hin. Und wenn ihr euer Maß und eure passende Maschenzahl erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe mein gewünschtes Maß erreicht. Bei mir sind das als Beispiel 70 feste Maschen. Die Anzahl kann bei euch anders sein. Wichtig ist, dass die Zentimeter passen und dass ihr eine der angegebenen Zahlen verwendet. Ich kippe jetzt das Ganze und wir häkeln hier, wo die schönen Maschen sind. Und bei einer Ausgangszahl von 70 häkle ich jetzt 11 Stäbchen. Die anderen Zahlen schreibe ich euch hin. Das erste Stäbchen besteht aus 3 Luftmaschen,
Damit ist die erste Masche besetzt und ich häkle weitere 10 Stäbchen, also inklusive Ersatzstäbchen häkle ich 11 Stäbchen und ihr schaut oben, welche Anzahl ihr braucht, und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt und jetzt folgt in die nächste Masche die erste Zunahme und die besteht aus 5 Stäbchen in eine Masche. Ich häkle also in dieselbe Masche 5 Stäbchen. Jetzt häkeln wir dieselbe Anzahl Stäbchen wie im ersten Abschnitt. Ihr könnt wieder oben nachschauen, wie viel ihr braucht. Bei mir sind es wieder 11 Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe wieder meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Die zweite Zunahme besteht ebenfalls aus 5 Stäbchen in die nächste Masche. Jetzt folgt die doppelte Anzahl an Stäbchen wie in den ersten beiden Abschnitten. Bei mir sind es 22 und ihr schaut oben nach, welche Zahl ihr braucht. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Auch die dritte Zunahme besteht aus 5 Stäbchen in die nächste Masche. Jetzt folgt dieselbe Anzahl an Stäbchen wie in den ersten beiden Abschnitten. Bei mir sind es 11. Ihr schaut wieder oben nach. Und wenn ihr eure Anzahl gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der 4. Zunahme angekommen, habe wieder meine Anzahl Stäbchen gehäkelt und wir häkeln wieder 5 Stäbchen in eine Masche. Und am Ende bleibt dieselbe Anzahl übrig, die wir gerade gemacht haben. Bei mir sind es wieder 11 und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben hier die beiden Vorderteile, hier ist das Rückenteil, hier sind die Ärmel und wenn wir die beiden Vorderteile zusammenzählen, haben wir gleich viele Maschen wie beim Rückenteil. Die nächste Reihe beginnt mit 3 Luftmaschen. Damit ist die erste Masche besetzt und jetzt häkle ich lauter Zweiernoppen. Ich hole einen Umschlag, hole den Faden einmal durch, ziehe ihn ein bisschen herauf, hole einen Umschlag, hole den Faden noch einmal durch, masche alle Fäden ab bis auf 2 und dann die letzten beiden. Einen Umschlag holen, den Faden ein bisschen heraufholen, einen Umschlag holen, den Faden ein zweites Mal heraufholen, alle abmaschen bis auf 2 und dann die restlichen 2. Das machen wir in jede Masche, bis wir zur Zunahme kommen. Dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Zunahme angekommen. Hier seht ihr die 5 Stäbchen in einer Masche. Ich häkle noch 2 Noppen,
Hier ist das mittlere Stäbchen der Zunahme. Noch 2 Noppen. Und in die Mitte hinein, in das mittlere Stäbchen dieser 5, häkle ich in dieser Reihe 3 Stäbchen. Also nicht 5, sondern 3. Wir machen immer in der Stäbchenreihe 5 und in der Noppenreihe nur 3. Jetzt häkeln wir wieder 2 Noppen bis zur nächsten Zunahme und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich bin bei der nächsten Zunahme angekommen. Hier seht ihr wieder die 5 Stäbchen aus der Vorreihe, die in einer Masche sind. Auf die ersten beiden häkeln wir jeweils eine Zweiernoppe. In das dritte, also in das mittlere Stäbchen, häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Die Reihe darf sich ein bisschen wellen, das gleicht sich dann immer in der Stäbchenreihe wieder aus. Und jetzt häkeln wir wieder 2 Noppen bis zur nächsten Zunahme, die macht ihr genau gleich und dann folgt noch die 4. Zunahme, auch die macht ihr genau gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Ganz wichtig, hier ist das Ersatzstäbchen aus der Vorreihe, das dürfen wir nicht vergessen. Und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkle ich keine Noppe, sondern ein ganz gewöhnliches Stäbchen. Wir haben ja auch mit einem Stäbchen bzw. Ersatzstäbchen begonnen und wir wenden die Arbeit und wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und jetzt häkeln wir in jeden Maschenkopf ein Stäbchen. Der erste ist bereits besetzt mit diesen 3 Luftmaschen und wir häkeln in jeden Maschenkopf ein Stäbchen bis zur Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, hier seht ihr die Zunahme aus der Vorreihe, die besteht aus 3 Stäbchen. Ins erste häkeln wir ein Stäbchen, ins mittlere häkeln wir 5 Stäbchen in eine Masche. Und dann häkeln wir wieder lauter Stäbchen bis zur nächsten Zunahme und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, hier seht ihr die 3 Stäbchen aus der Vorreihe, die in einer Masche sind. Ins erste häkeln wir ein Stäbchen, ins zweite häkeln wir 5 Stäbchen in eine Masche. Und dann geht es wieder mit normalen Stäbchen weiter. Bei allen Zunahmen macht ihr das genau gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe ist es ganz wichtig, dass ihr das letzte Stäbchen immer in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkelt. Nicht weiter unten einstechen, sonst wird der Rand mit der Zeit zu kurz. Und wir wenden wieder und wir starten immer mit 3 Luftmaschen und wir häkeln wieder 2 Noppen bis zur Zunahme und dort
sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Hier seht ihr die Zunahme aus der Vorreihe, bestehend aus 5 Stäbchen. Wir häkeln auf die ersten beiden Stäbchen noch 2 Noppen. Und ganz wichtig, in der Noppenreihe häkeln wir nur 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen der 5er Gruppe, sonst geht das mit den Zunahmen zu schnell. Und jetzt häkeln wir wieder 2er Noppen immer bis zur nächsten Zunahme und ganz wichtig, nur 3 Stäbchen pro Zunahme häkeln. Ansonsten funktionieren alle Zunahmen genau gleich wie die, die wir soeben gemacht haben. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Noppenreihe nicht vergessen, hier ist das Ersatzstäbchen aus der Vorreihe und in die dritte Luftmasche häkeln wir ein ganz gewöhnliches Stäbchen. Und diese beiden Reihen wiederholen wir, bis das angegebene Maß erreicht ist. Das schreibe ich euch oben hin und wir messen immer von der Mitte der Zunahme bis zur Mitte der Zunahme beim Rückenteil. Und wegen dem Farbwechsel, ich mache es so, wenn dieser erste Knäuel aufgebraucht ist, mache ich mit Pink weiter und häkle wieder einen Knäuel in derselben Farbe. Und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe für die Größe 4042 die gewünschte Breite erreicht. Von Ecke zu Ecke sind das bei mir ca. 59 cm. Die anderen Maße habe ich euch hingeschrieben. Die Passe ist bei mir ca. 22 cm breit. Auch da schreibe ich euch Richtwerte hin. Ganz wichtig ist aber, dass ihr genügend Weite habt und es sollte ungefähr mit diesen Werten zusammenpassen. Es kommt bei der Passenbreite aber nicht auf 1-2 cm mehr oder weniger an. Und jetzt befinden wir uns auf der schönen Seite. Bei diesem Projekt ist die ganz einfach erkennbar. Hier haben wir eine sehr ausgeprägte Struktur und auf der Rückseite ist das Ganze sehr flach. Und der Anfangsfaden hängt auf der rechten Seite, wenn das Teil so da liegt wie bei mir. Wir machen jetzt also eine Hinreihe mit Stäbchen und bei dieser Hinreihe teilen wir die Ärmel ab. Wir starten wie immer mit 3 Luftmaschen und wir häkeln Stäbchen bis zur ersten Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin bei der Zunahme angekommen. Das sind diese 3 Stäbchen. Ins erste häkeln wir ein Stäbchen. In die Mitte häkeln wir ebenfalls ein Stäbchen. Dann lassen wir den Ärmelteil aus, suchen die nächste Zunahme und starten in der Mitte im zweiten Stäbchen wieder mit einem Stäbchen. Und wir häkeln das Rückenteil hinüber bis zur nächsten Zunahme. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin bei der Zunahme angekommen, bei diesen 3 Stäbchen in einer Masche. Ins erste häkeln wir ein Stäbchen, ins zweite häkeln wir ebenfalls ein Stäbchen
und wir überspringen wieder den Ärmelteil, suchen wieder die Zunahme und beginnen in der Mitte der Zunahme mit den Stäbchen und häkeln die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt, wir haben beide Ärmel abgeteilt. Ich habe jetzt insgesamt 132 Stäbchen, je 33 bei den Vorderteilen und 66 beim Rückenteil. Die Maschenzahl kann bei euch anders sein, aber sie müsste durch 6 teilbar sein. Sollte das bei euch eventuell nicht ganz stimmen, würde ich das unter dem Arm durch eine Zunahme oder eine Abnahme ausgleichen. Jetzt häkeln wir über die verbliebenen Maschen die Jacke gerade hinunter. Ich mache ab jetzt nur noch Noppenreihen. Die Stäbchenreihen lasse ich einfach weg und häkle nur noch Noppenreihen. Diese funktionieren genau gleich wie bisher. Dadurch wird der untere Teil der Jacke ein bisschen weiter. Wenn der pinke Knäuel aufgebraucht ist, verarbeite ich einen Knäuel weiß-grau, dann einen Knäuel blau und den Rest mache ich wieder in weiß-grau, also jeweils 150 Gramm. Ab jetzt also nur noch Noppenreihen häkeln bis zum angegebenen Maß und mit einer Hinreihe vorläufig enden. Die Anzahl der Noppen bleibt stets unverändert. Wie man die Länge misst, zeige ich euch in der nächsten Einstellung. Willkommen zurück. Ich habe eine Gesamtlänge von ca. 75 cm erreicht, und zwar von der Schulter vom höchsten Punkt bis ganz hinunter gemessen, und ich befinde mich momentan auf der schönen Seite der Jacke. Ich habe vorläufig mit einer Hinreihe geendet und ich habe folgende Vorbereitungen getroffen. Wir haben ja alle eine Maschenzahl, die durch 6 teilbar ist, und zwar inklusive der Randstäbchen und der Noppen müssten wir alle eine Maschenzahl haben, die durch 6 teilbar ist, und diese Zahl habe ich durch 6 dividiert. Ich hatte als Beispiel 132 Maschen, das heißt geteilt durch 6 kommt bei mir 22 heraus, und ich habe immer 22 Maschen gezählt, auch die Randstäbchen mitzählen, und dann zwischen die Noppen hinein einen Maschenmarkierer gegeben. Wieder dieselbe Zahl gezählt und zwischen die Maschen, also nicht in die Masche, sondern dazwischen, einen Maschenmarkierer gegeben. Das ergibt 5 Maschenmarkierer und 6 gleiche Abschnitte. Das Ganze habe ich rundherum gemacht. Und jetzt wende ich die Arbeit. Diese Einteilung müsst ihr vornehmen, und dann starten wir wie immer mit 3 Luftmaschen und wir häkeln unsere Zweiernoppen bis zum ersten Maschenmarkierer, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Maschenmarkierer angekommen, habe bis zum Maschenmarkierer hingehäkelt. Den nehme ich jetzt heraus und ich häkle jetzt 2 Luftmaschen, und dann häkeln wir wieder Zweiernoppen bis zum nächsten Maschenmarkierer. Alle Abschnitte müssen genau gleich viele Maschen haben, und beim nächsten Maschenmarkierer sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich bin beim zweiten Maschenmarkierer angekommen, habe bis zum Markierer hingehäkelt, den entferne ich, häkle 2 Luftmaschen und häkle wieder Zweiernoppen bis zum nächsten Maschenmarkierer. Das machen wir bei allen Markierern gleich. Es ergeben sich 6 Abschnitte, die alle gleich viele Maschen haben. Die Randstäbchen sind dabei mitzuzählen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe beendet und wir haben jetzt 5 solche Lücken, die sehr gut sichtbar sind. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln bis zur ersten Lücke. Und bei der Lücke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe bis zur Lücke hingehäkelt und in die Lücke häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal ein Stäbchen. So entsteht ein V und wir häkeln wieder Zweiernoppen bis zur nächsten Lücke und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich bin bei der Lücke angekommen, habe bis zur Lücke hin gehäkelt. In die Lücke häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein weiteres Stäbchen in die Lücke, sodass ein V entsteht. Und das machen wir bei allen Lücken so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe beendet. Wir wenden jetzt die Arbeit und häkeln wieder bis zum ersten V. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beim V angekommen. Und ich habe jetzt nicht ganz bis zur Lücke gehäkelt, sondern das Stäbchen vor der Lücke noch freigelassen und da häkle ich ein Stäbchen hinein. Keine Noppe, sondern ein Stäbchen. In die Lücke häkeln wir ein neues V mit einem Stäbchen, 2 Luftmaschen, einem Stäbchen und auch auf das Stäbchen nach der Lücke häkeln wir ein Stäbchen, sodass wir jetzt beidseitig der Lücke 2 Stäbchen haben. Wir häkeln wieder Noppen bis zur nächsten Lücke und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich bin wieder beim V angekommen. Hier seht ihr das V aus der Vorreihe. Wir häkeln in das vorhandene Stäbchen ein Stäbchen. Dann häkeln wir in die Lücke ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und nach der Lücke in das vorhandene Stäbchen ein Stäbchen. Und das machen wir bei allen Lücken so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe beendet. Ich wende die Arbeit und wir häkeln wieder bis zu dieser Spitze und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder bei der Spitze angekommen und jetzt haben wir auf beiden Seiten der Lücke 2 Stäbchen aus der Vorreihe. Da häkeln wir
jeweils ein gewöhnliches Stäbchen drauf, dann ein V in die Lücke und auch nach der Lücke 2 gewöhnliche Stäbchen. Wir haben jetzt auf beiden Seiten der Lücke 3 Stäbchen und wir häkeln wieder Noppen bis zur nächsten Spitze und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder bei der Spitze angekommen. Wir häkeln vor der Lücke 2 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen der Vorreihe, ein V in die Lücke und 2 Stäbchen nach der Lücke. Das Ganze sieht jetzt so aus und in jeder Reihe kommt ein Stäbchen auf beiden Seiten der Lücke hinzu. Die Anzahl der Noppen bleibt stets unverändert und ich mache das Ganze 15 cm breit von hier gemessen, von der ersten Lücke, und zwar gerade hinunter gemessen, nicht im Spitz gemessen. Und wie sich das Ganze entwickelt, seht ihr in der nächsten Einstellung und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Rand mit den Zacken circa 15 cm breit gehäkelt. Ich befinde mich auf der schönen Seite. Der Arbeitsfaden ist auf der linken Seite im Moment. Das heißt, die letzte Reihe ist eine Hinreihe und die machen wir ein bisschen anders. Wir starten aber wie gewohnt mit 3 Luftmaschen und ich häkle jetzt lauter Noppen, bis wir zur Zacke kommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei den Stäbchen angekommen und ich häkle jetzt auch auf jedes Stäbchen eine Zweiernoppe, bis wir zur Lücke kommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim V angekommen und ich häkle in dieser letzten Reihe 3 Zweiernoppen in die Lücke. Und dann die letzte Noppe nach rechts schieben, damit die Maschenköpfe gut sichtbar sind, und wir häkeln wieder auf jede Masche eine Zweiernoppe und bei der nächsten Lücke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe Zweiernoppen gehäkelt bis zur Lücke, auch auf die Stäbchen. Wir häkeln in die Lücke 3 Zweiernoppen und starten wieder auf dem ersten Stäbchen und häkeln auch hier Zweiernoppen, und das machen wir die ganze Reihe so. Am Ende der Reihe den Faden dran lassen, den brauchen wir noch. Willkommen zurück, ich habe die Reihe beendet und jetzt drehen wir uns das Ganze um 90 Grad und wir bearbeiten die im Tragen rechte Seite. Wir befinden uns auf der schönen Seite der Jacke. Wir starten mit einer Luftmasche
und häkeln um die Randstäbchen herum jeweils 2 halbe Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden durch und maschen alle 3 Schlaufen ab. Und wir machen in jede Lücke 2 halbe Stäbchen. Und das machen wir, bis wir zur Ecke kommen, am Halsrand, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Halsrand angekommen. Hier ist die Anschlagsreihe, wo wir begonnen haben. Hier hängt der Anfangsfaden und in diese erste Masche häkle ich 3 halbe Stäbchen in eine Masche und ich häkle über diesen Anfangsfaden drüber, damit der gleich versorgt ist. Dann seht ihr hier die Anschlagskante und hier bieten sich schöne Einstichstellen an. Ich steche hier etwas tiefer ein, also bis zu diesem Stäbchen hinunter, einstechen und ich häkle halbe Stäbchen in jede Masche, ein halbes Stäbchen, bis wir zu dieser inneren Ecke kommen und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der inneren Ecke angekommen. Hier seht ihr die Zunahme, die wir ganz am Anfang gemacht haben. Ich habe eine Masche vorher aufgehört. Über diese 3 Maschen häkeln wir eine Abnahme, die besteht aus 3 zusammen abgemaschten halben Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, stechen in die erste Masche ein, holen den Faden durch. Wir holen keinen Umschlag mehr. Wir stechen in die zweite Masche ein, holen den Faden durch und in die dritte Masche, holen den Faden durch. Wir haben 5 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab und wir häkeln bis zur nächsten inneren Ecke und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück. Ich habe wieder eine Masche vor der nächsten inneren Ecke aufgehört. Wir holen einen Umschlag, stechen in die erste Masche ein, holen den Faden durch, dann keinen Umschlag holen, in die nächste Masche einstechen, den Faden durchholen und ein drittes Mal. Wir haben 5 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. Das machen wir bei allen 4 inneren Ecken so und auf der anderen Seite der Halskante an der äußeren Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder an der äußeren Ecke angekommen und häkle in die letzte verfügbare Masche 3 halbe Stäbchen in eine Masche und häkle dann die andere Seite wieder hinunter, wieder mit je 2 halben Stäbchen um jedes Randstäbchen herum und am unteren Rand der Jacke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der unteren Kante angekommen. Ich habe ein halbes Stäbchen in die letzte Lücke gehäkelt. Das allerletzte halbe Stäbchen häkle ich in die dritte Luftmasche dieses Ersatzstäbchens, damit wir eine Verbindung zum unteren Rand haben. Und wir wenden die Arbeit und wir häkeln wieder eine Luftmasche. Ich starte im ersten Maschenkopf mit dem ersten halben Stäbchen und wir häkeln halbe Stäbchen
hinauf bis zum Hals und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Ecke angekommen. Hier seht ihr die 3 halben Stäbchen in einer Masche und ihr erkennt am besten unten am Stiel der Masche, welche 3 zusammengehören. Wir häkeln in die erste Masche ein halbes Stäbchen, in die mittlere Masche 3 halbe Stäbchen, damit sich die Ecke nicht aufstellt, und wir häkeln halbe Stäbchen bis zur nächsten inneren Ecke und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der inneren Ecke angekommen. Ich habe wieder eine Masche vorher aufgehört und wir häkeln wieder 3 zusammen abgemaschte halbe Stäbchen und diese inneren Ecken, diese Abnahmen dürft ihr nur so lange durchführen, bis die passende Halsweite erreicht ist. Hier müsst ihr nach jeder Runde die Halsweite prüfen. Die äußeren Ecken bleiben immer gleich mit 3 halben Stäbchen in eine Masche. Und wie gesagt, die inneren Ecken da nur so lange abnehmen, bis die passende Halsweite erreicht ist. Und wenn die erreicht ist, häkelt ihr einfach halbe Stäbchen ohne Abnahmen. Ich zeige euch das. Dann einfach in jedem Maschenkopf ein halbes Stäbchen. Ich mache noch weitere Abnahmen und wir häkeln die Reihe zu Ende bis zum unteren Rand der Jacke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe beendet und ich habe die Knopflöcher folgendermaßen eingeteilt. Ich verwende am liebsten solche Klammern. Ich decke immer 2 Maschen zu. Ich habe oben begonnen, direkt neben diesen 3 Maschen in einer Masche. Dann habe ich 2 Maschen zugedeckt. Bei mir sind hier ungefähr 11 cm Abstand und ich habe immer dieselbe Maschenanzahl abgezählt. Bei mir sind 14 Maschen dazwischen, dann wieder 2 zugedeckt und das mache ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Die Einteilung kann bei euch natürlich ein bisschen anders sein, aber so geht das sehr einfach. Im unteren Bereich habe ich nicht bis ganz hinunter Knopflöcher gemacht, aber auch das bleibt euch natürlich überlassen. Und ich häkle jetzt halbe Stäbchen bis zum ersten Knopfloch, bis zur ersten Klammer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Klammer angekommen. Ich entferne die Klammer, häkle 2 Luftmaschen, überspringe 2 Maschen und häkle wieder halbe Stäbchen bis zur nächsten Klammer und das macht ihr bei allen Klammern genau gleich. Die äußeren Ecken bleiben immer gleich mit 3 halben Stäbchen in eine Masche und die Abnahmen am Halsrand, da müsst ihr bei jeder Runde die Halsweite prüfen. Und wir machen die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende der Reihe immer gut schauen, dass ihr auch wirklich bis ganz an den Rand hinaus häkelt.
Dann wenden wir die Arbeit und wir häkeln zurück bis zum ersten Knopfloch und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim obersten Knopfloch angekommen und ich mache das so, ich häkle ins Knopfloch 3 halbe Stäbchen. Dafür lasse ich dieses halbe Stäbchen aus, wo der Kopf schon ein bisschen in die Lücke hineinhängt. Dafür häkle ich 3 halbe Stäbchen ins Knopfloch hinein. Das machen wir bei allen Knopflöchern so und dann häkeln wir noch 2 Reihen halbe Stäbchen darüber und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe insgesamt 6 Reihen halbe Stäbchen gehäkelt. Zum Abschluss häkle ich eine Luftmasche, den Faden habe ich schon abgeschnitten, den ziehe ich durch und ziehe ihn fest. Und jetzt drehe ich die Jacke wieder auf die schöne Seite um und ich häkle rundherum eine Reihe fester Maschen, komplett rundherum um die ganze Jacke. Dafür nehme ich die Wollbutt Rio. So ein Knäuel hat 100 Gramm und 150 Meter Lauflänge. Und ich schlinge irgendwo an. Es ist egal, wo ihr das macht. Wir stechen in eine Masche ein, holen den Faden durch, machen einen Knoten. Wir stechen in dieselbe Masche ein, holen den Faden durch, häkeln eine Luftmasche und ich steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche. Auch hier häkle ich über den Faden drüber, den führe ich hinten mit und ich häkle einmal rundherum feste Maschen. In den Ecken würde ich wieder 3 feste Maschen in eine Masche machen und hier müsst ihr schauen, dass ihr die festen Maschen schön verteilt, dass sich das Ganze nicht wellt und auch nicht zusammenzieht. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und ich schließe in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Zum Abschluss häkle ich eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und ganz wichtig, ich ziehe diese letzte Reihe auseinander und zwar bei jeder einzelnen Zacke, damit die Jacke schön fällt. Und jetzt werde ich diesen Faden vernähen, dann werde ich die Knöpfe annähen und dann werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück, ich habe einen Ärmel vorbereitet und den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam. Ihr seht, der Ärmel wird nach unten hin schmaler und ich habe ihn im selben Muster gehäkelt wie die Passe, also immer eine Reihe Stäbchen und eine Reihe Noppen. Und wir starten unter dem Arm. Hier seht ihr diese Reihe Stäbchen, wo wir die Ärmel abgeteilt haben. Hier steche ich in diese kleine Öffnung neben dem Stäbchen ein
hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, ich steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, dann häkle ich um dieses Randstäbchen herum ein Stäbchen und dann kommen wir zu den schönen Maschen und da häkle ich in jede Masche, die vorhanden ist, ein Stäbchen, bis wir wieder unter dem Arm ankommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Auch am Ende der Reihe häkle ich um dieses Randstäbchen herum ein Stäbchen und eins in diese kleinere Öffnung daneben. Und diese Anzahl Stäbchen, die sich hier ergeben hat, die solltet ihr euch notieren, damit der zweite Ärmel genau gleich wird. Und ich wende die Arbeit Die Rückreihe besteht aus Zweiernoppen. Sie startet mit 3 Luftmaschen und wir häkeln wie bei der Passe Zweiernoppen bis zum Ende der Reihe und dort machen wir eine Abnahme und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Hier habe ich noch ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig und in den letzten schönen Maschenkopf, also in das normale Stäbchen, häkle ich ein Randstäbchen und das Ersatzstäbchen aus der Vorreihe lasse ich aus. Somit haben wir eine Masche abgenommen. Das gleiche machen wir in der Stäbchenreihe. Wir beginnen immer ganz normal mit 3 Luftmaschen und die Abnahme folgt immer am Ende der Reihe. Wir häkeln also Stäbchen, bis wir beinahe mit der Reihe fertig sind und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und auch hier habe ich noch einen schönen Maschenkopf und das Ersatzstäbchen. In die letzte Noppe häkle ich ein Stäbchen, das Ersatzstäbchen ignoriere ich, das lasse ich aus und wende die Arbeit wieder. Der Anfang der Reihe ist immer ganz normal. Wir starten mit 3 Luftmaschen und wir häkeln wieder Zweiernoppen bis zum Ende der Reihe und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Hier ist noch ein schöner Maschenkopf und das Ersatzstäbchen und in der Noppenreihe ist es ganz wichtig, in den schönen Maschenkopf ein Stäbchen häkeln, keine Noppe, damit wir später am Rand lauter Stäbchen haben und gut die Naht schließen können. Deshalb am Rand keine Noppe. Diese beiden Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun stets wiederholt. Wir erhalten in jeder Reihe eine Masche weniger und zwar einmal auf dieser Seite und einmal auf dieser Seite. Die Abnahmen also immer nur am Ende der Reihe machen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, zählt am Anfang mit. Es muss in jeder Reihe eine Masche weniger werden. Die Länge des Ärmels ist bei mir ca. 42 cm ab hier gemessen. Das ist aber nur ein Richtwert. Das kann bei euch auch ein bisschen anders sein. Ihr müsst eine Anprobe machen, um die tatsächliche Länge herauszufinden.
Und wenn ihr den Ärmel hinuntergehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die benötigte Länge erreicht. Ich habe mit einer Noppenreihe geendet und ich habe die Jacke umgedreht, sodass die weniger schöne Seite jetzt außen ist, und wir schließen jetzt die Ärmelnaht. Ich beginne mit einer Luftmasche und ich häkle um die Randstäbchen herum jeweils 2 feste Maschen, und die mache ich nicht ganz klein, sodass die Naht eine gewisse Dehnbarkeit behält. Und wichtig ist, ihr müsst schauen, dass immer Reihe auf Reihe genau zusammenpasst. Und dann immer 2 feste Maschen um die Randstäbchen herum, bis die Naht ganz geschlossen ist, und am Ende könnt ihr die Jacke wieder umdrehen, und ich habe ganz zum Schluss noch eine Reihe mit dem Fransengarn gemacht, genau gleich wie bei der Jacke, eine runde feste Maschen, wenn ihr wollt. Und ich schließe die Ärmelnaht, dann werde ich eine Tasche vorbereiten. Die zweite Tasche machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück. Ich habe eine Tasche gehäkelt und mit einfachen Überwendlingsstichen aufgenäht. Sehr dicht beieinander, in jede Masche einen Stich, und als Richtwert, ich habe hier bis zum oberen Rand der Jacke ungefähr 40 cm herunter gemessen, und hier bis zur Blende sind es ungefähr 4 cm. Das sind Richtwerte. Am besten macht ihr euch die Tasche zuerst mit Sicherheitsnadeln fest und schaut dann vor dem Spiegel, ob die Position der Tasche für euch passt. Und wie man die Tasche häkelt, das zeige ich euch gleich. Ich starte mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Die schließe ich mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, und häkle in den Ring weitere 2 Stäbchen, sodass wir insgesamt 3 Stäbchen haben. Ich häkle über den Faden drüber, damit wir den Ring später zusammenziehen können. Wir häkeln 2 Luftmaschen, wieder 3 Stäbchen in den Ring, wieder 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen in den Ring, zwei Luftmaschen und ein viertes Mal 3 Stäbchen. Wir haben 4 mal 3 Stäbchen im Ring, und ich schließe die Runde mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. So haben wir auch hier eine schöne Lücke. Das sind die Ecken des Granny Squares. Ich starte mit 3 Luftmaschen und häkle in die Lücke
ein Stäbchen. Das ist eine halbe Ecke. Die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Jetzt haben wir hier 3 Stäbchen aus der Vorreihe. Da häkeln wir auf jedes ein Stäbchen drauf. Und 2 Stäbchen in die Ecke, in die Lücke. Und wir haben 7 Stäbchen auf dieser ersten Kante. Wir häkeln 2 Luftmaschen, wieder 2 Stäbchen in die Lücke, 3 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorreihe, zwei Stäbchen in die Lücke, auf jeder Kante erhalten wir 7 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, jeweils ein Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen der Vorreihe, 2 Stäbchen in die Lücke, zwei Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, drei Stäbchen nebeneinander, und auch am Ende in die letzte Lücke müssen noch 2 Stäbchen hinein. Das ist die zweite Hälfte der Ecke und wir schließen mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Das Ganze sieht jetzt so aus. Diese Reihe, die wir soeben gemacht haben, wird nun stets wiederholt. Ich zeige euch das noch einmal. Wir starten mit 3 Luftmaschen, häkeln ein Stäbchen in die Lücke. Jetzt haben wir hier die 7 Stäbchen aus der Vorreihe. Da häkeln wir jeweils ein Stäbchen drauf, also 7 Stäbchen nebeneinander. Und 2 Stäbchen in die Lücke. Und es ergeben sich pro Kante 11 Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Und ich häkle die 7 Stäbchen der Vorreihe ab und an der Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Ecke angekommen, habe die 2 Stäbchen in die Lücke bereits gehäkelt und es ergeben sich von Lücke zu Lücke 11 Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und wieder 7 Stäbchen. Und auch auf dieser Kante und auch auf der nächsten Kante müssen sich 11 Stäbchen ergeben. Und die Ecke besteht immer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und auch auf der 4. Kante müssen es gleich viele Stäbchen sein.
nicht vergessen, auch in die letzte Lücke 2 Stäbchen und wir schließen mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und ich habe die Tasche circa 23 cm groß gemacht. Bei mir sind das 7 Runden. Das kann bei euch eventuell ein bisschen anders sein. Also immer diese Runde sinngemäß wiederholen und in jeder Runde kommen pro Kante 4 Stäbchen dazu. Und wenn ihr die Tasche fertig gehäkelt habt, nicht vergessen, hier den Ring zusammenzuziehen, dann zuerst den Faden vernähen und dann die Tasche aufnähen und dann ist unser wunderschöner Mantel fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses extravaganten Mantels und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.